So, jetzt wollte ich endlich die Bastelsachen wegräumen und da sah ich den Kranz, den ich mal gemacht habe vor kurzem, und dachte ich, nein, das zeige ich euch noch, wie ihr sowas ganz einfach selber machen könnt. Ihr braucht so eine Flausche, das ist jetzt so eine Chenilwolle, also ihr könnt auch was anderes nehmen, also irgendwas ein bisschen dickeres. Ihr könnt natürlich auch dünnere Wolle nehmen, ihr müsst das noch öfters machen. Dann nehmt ihr die Doppellage, ich zeige einfach mal den Anfang, legt die hier so als Schlaufe drum und dann zieht ihr das andere durch und so entsteht sozusagen so ein bisschen gleich doppeltlagig und dasselbe macht ihr dann, das heißt wieder, kann man das gut sehen, zweilagig, dann drüber ziehen und wieder zusammenziehen und wieder durchziehen und zusammenziehen. Ja, und das geht rucki zucki, keine Ahnung, könnt ihr beim Fernsehen abends machen, auf dem Sofa oder so nebenbei. Und so könnt ihr lauter Formen, also das ist jetzt einfach, klar in dem Fall einfach ein Ring oder einen Kranz euch machen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr es dicker haben wollt, nehmt ihr einfach, ihr müsst nicht nur 2 zügig fahren, sondern macht ihr halt 4 oder auch 6 und so kriegt ihr ganz schnell diesen Ring bezogen. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich, wenn ihr so eine Sternform habt oder ihr biegt euch ein Herz, zum Beispiel aus so einem alten Drahtbügel, oder ihr nehmt euch vielleicht so ein kleines Herz, vielleicht ein kleines bisschen größer und könnt es dann auch so ziehen. Also auch das würde gehen, dann bräuchte man vielleicht ein bisschen dünnere Wolle, könnte man auch damit drüber machen. Ja, und so, wenn ihr immer weitermacht, geht es ringsrum und zum Schluss, und das geht wirklich ganz schnell, habt ihr hier einen fertigen Kranz und in den könnt ihr alles Erdenkliche rein tun. Also ihr könnt ihn ja, wenn ihr ihn dick macht, macht ihr euch da einen halben Adventskranz drum, den ihr zum Beispiel dann da reinstellt. Ich habe jetzt hier gerade noch einen, den habe ich noch gar nicht mal benutzt. Das heißt, wenn ihr den jetzt ein bisschen größer hättet, nur damit ihr einfach so ein paar Ideen habt, den in breiter könnte man das miteinander verbinden, würde das einfach mit Draht festmachen. Wenn der dick genug wäre, wäre ein ganz einfacher Adventskranz. Oder ihr nehmt ein Herz, also entweder habt ihr was schon fertiges, das habt ihr ein Styropor, ich zeige euch nochmal, wenn ihr das einfach mit Stoff bezieht oder auch mit Grün, mit Moos und würde das hier einfach reinmachen, auch hier festmachen, dann wäre es auch ein schöner Türkranz. Ihr könntet zum Beispiel, das haben wir auch schon am anderen Video auch gezeigt, zum Beispiel aus schönem Stoff, hier haben wir so viel Vlies, wenn ihr den draufklebt, mit doppelseitigen Klebeband, könntet ihr so ein umwickeltes Herz auch einfach machen und hier rein machen. Oder ihr beklebt das mit Glitter, malt das Herz an, habt vielleicht auch dann, ich habe hier auch ein Holzherz, oder habt so kleine Motive wie diesen kleinen Stern, den könnt man auch reinhängen, auch einfach in einer anderen Farbe. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man damit machen kann, egal ob es fürs Fenster, verschiedene Größen, auch für die Tür oder halt, wenn es dicker ist, auch als Kranz für den Tisch. Jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!